Ups. Ach so. Optionen. Fullscreen. Ich hab das gesehen. Transitions. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal ein bisschen leiser machen und ich muss mich, glaube ich, mal diese Szene hier verfrachten. Ich hoffe, es geht jetzt das Spiel. Also ich gehe nochmal hier auf Window und jetzt nochmal auf Fullscreen. Manchmal klappt das bei OBS. Ah, super. Super, super, super. Okay, Text spielen wir mal, lassen wir mal so, mal gucken, ob es geht. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal. You feel a burning pain in your side, like someone just stabbed you with a knife. It turns out that apparently someone did just stab you with a knife. It seems that you're a piece of bread. You're completely fine with this. But just then, a thought hits you. Bread is not supposed to be aware that it's red, because it's red! Sure is a crummy situation. What do you do? Was? Hop away, off to freedom I go. Realized that I was taken away from entire family, my love. Accept my fate. Ich bin kein Brot. Ich jump in die Freiheit. The bread must and will be established, and it all starts with you. Starting off your grand escape with a poorly executed backflip, you make it onto level ground. Go left. Carefully choosing to hop to the left in hopes of escaping, you find yourself facing an open door. Oh, super. You feel small compared to the large opening in the wall that leads to your freedom, but at the same time excited by all the new opportunities you now have. Ja, der Erzähler gefällt mir. With a few more hops, you make it to the outside world. Where will you go first? Screw this man, I'm going back inside. What about that swanky looking hot dog cart? Also, rein gehe ich auf jeden Fall nicht mehr. Das hört sich aber auch nicht gerade vertrauenswürdig an. Aber ich gehe You mal make your rein. way to the swankiest hot dog cart in town, operated by an even equally swanky looking person who looks to be bent over and asleep, their chin resting on the palm of their hand, snoozing face inches close to falling on the scalding hot surface of the cart. Excuse me, ma'am. Wake up. About to burn alive. Excuse me, sir. Wake up. Ja, ist das Gleiche. Ach so, nee. Ah, okay. This person looks like to be was? Androgynous? Was ist denn androgynous? So I just screamed to warn them. I don't say anything. Let them burn. Wir nehmen mal das hier. He automatically stands up straight, his eyes wide and a confused expression to match. He quickly realizes the situation he was in and that you just saved him from a hell of a medical bill. Wir sind natürlich ein nettes Brot, ne? He picks you up and holds you up in the air, certainly not unlike how that monkey picked up Simba in The Lion King. He praises you endlessly for saving his face, mentioning somewhere in the word vomit that his name is Alexander. So what now? Alexander and I now have a wonderful relationship. I work with him at a hot dog cart. Irgendwann landen wir noch im Bett mit dem Alexander. I don't even talk to this person anymore. Alexander, I become great friends and attend bowling tournaments every week as a team. And you know, other friends. Unfortunately, years later, one of these bowling trips ended in you messing up a throw. It's shooting up into the air and landing on you, crushing you to death instantly. But at least you died doing something you love with one of your best friends, right? Auf jeden Fall. The end. Das ist so.
Okay, also Bowling ist anscheinend für ein Brot nicht ganz so gut. Dann wir starten nochmal rein. Okay, jetzt kennen wir es schon. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz die Musik leiser machen. So, ich nochmal in die Freiheit. Wir gehen wieder nach Left. Hier. Und wir helfen ihm. Nee, warte, das wie. Ich weiß nicht, wollen wir den brennen lassen oder wollen wir lieber aufwecken und eine wunderschöne Beziehung mit ihm starten? Das wäre die Frage der Fragen. Ich würde gerne alles machen. Hey, meine Stoppuhr funktioniert nicht. Eins, okay. Denn ich würde es auch sehr gerne mal als Bild sehen. Vor allem, ich spiele das Spiel mega genial. Leider, aber das ist mir sowas von egal. Ist es nicht 16:9. Aber es ist mir sowas von egal. Weil die Grafik gefällt mir. Der Erzähler ist auch super cool gemacht. Der ist mega genial. Okay, pass auf, ich würde sagen, ich will mal wissen einfach. Their eyes open slowly, and their peaceful expression turns into one of panic. I mean, their face was just about to get burnt by a hot dog cart. They look at you accusingly for not warning them and crush you under their shoes, throwing a in there for emphasis. Ich bin ein Brot, ich kann nicht reden. You can't help but realize that you sort of deserved it though. I guess being a jerk just doesn't work out sometimes. Oh, cool. Das ist so, okay. Nein, verdammt, was? Wow, you successfully whisper a soft Moment. Tut mir leid. Moment, wir müssen noch mal ganz kurz zurück. Nur natürlich die ganze Geschichte. It turns out, it seems you're completely fine with this. Okay. But just then, a thought hits you. Bread is not supposed to be aware that it's bread, because it's bread. This sure is a crummy situation. What will you do? So. Das ist so blöd. Ach, komm her. You just can't bear it. If you actually had a face, you'd be sadly whispering, "Mama," to your loaf and crying yourself a river. Blöd. Wow, you actually did it. You successfully whisper a soft "Mama" into your loaf's imaginary ear and begin to weep. You finish weeping soon after. You're about to start bawling your eyes out when a thought occurs. You could just stop being a big baby and suck it up. Are you going to go through with this idea? If that's how you feel about it. Ja. And so you cry. You cry, and you cry, and you cry, and you cry. And then you stop crying for a few seconds to catch your breath. And then you cry some more. You cry so much that you end up in the house that you're currently inside of. At least, that's where it starts. Was? Completely ignoring Natürlich. Flooded, you continue to cry until eventually all of Earth has flooded. I'm sorry to say that due to you being such a pussy, you've flooded the entire planet with your tears. Tja, was soll ich sagen? Das ist meine Natur. There are no survivors. Also, you're soggy. Oh Mann. Alter, so genial das Spiel. Das ist ein sehr geniales Spiel. Auch die Erzählerstimme erinnert mich total an, natürlich nochmal. So, warte, ich gehe mal in die erste Auswahl. So, und zwar, die Stimme auch selber erinnert mich total, und die Geschichte, also die ganze Geschichte hier, erinnert mich total an, The Stanley Parable. So genial.
Okay, ich will nochmal in die You've got Freiheit hüpfen. Independence for bread must and will be established, and it all starts with you. Starting off your grand escape with a poorly executed backflip, you make it onto level ground. Yeah. Okay, so, go right. Komm, wir gehen mal jetzt rechts lang. Nein! It appears that the odds are not in your favor, as your torturer recaptures you in their gigantic grip and sticks you back in the toaster where you belong. Nein. Nice job there, Texas. So, schönes Ende. So, die Credits kennen wir ja schon. You feel a bit. It's your but just So, das kennen wir schon alles. you go. Starting off your Wir gehen nach left. careful. You feel small. Okay, das kennen wir With a schon. Zum You Hotdog make Cart your nochmal. way to the swankiest hot dog. Und nehmen wir das hier. She automatically stands up straight, her eyes wide open, and a confused expression to match. She quickly realizes the situation she was in, and that you just saved her from a hell of a medical bill. She picks you up and holds you in the air. Certainly not unlike how that monkey picked up Simba in The Lion King. She Oh. praises you endlessly for saving her face, mentioning, somewhere in the word vomit, that her name is Alexandria. So what now? Natürlich gehen wir eine wunderschöne Beziehung ein. Gibt was das? Nee, das ist Bowling. Nee, wir gehen natürlich eine wundervolle Beziehung ein mit Alexander. Und wir arbeiten mit am Hotdog Cart, was natürlich eine prima Idee ist als Brot. You get to know Alexandria better and eventually ask her to go on a date, to which she replies, yes. You two hit it off famously, and you end up working with her at the hot dog cart, ending this small adventure on a good note. Give yourself a pat on the back, my friend. You've earned it. Oh ja. Oh, die Musik ist halt schön. Oh, schade. So. Load. Okay, ich glaube aber viel zu laden gibt es hier nichts. Und da es ja nicht so viel, anscheinend nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Ich will das Spiel nämlich jetzt auch nicht komplett durchspielen. Das liegt mir nämlich auch fern, weil nicht, dass ich jetzt alles zeige hier. Es gibt ja noch die untere, Accept Your Fate. Aber mehr auch, ich finde es auch schön hier. Toast, Butter, Salat, Bacon und Tomaten und dann noch eine Scheibe Brot drauf. Schön. Da würde ich sagen, wir hören jetzt mal auf mit dem Spiel hier wieder. Ein super cooles Spiel. Also das ist eines, Alter, das ist, ich liebe solche Spiele mit solchen Geschichten, mit solchen abstrusen Geschichten einfach. Und mit solchen Erzählern. Ich liebe sowas. So, aber wir gehen erstmal ganz kurz auf Quit. Yes. Oh, das Spiel ist gerade abgestürzt. Schön. Sehr schön.